Hey Freunde, da bin ich wieder, Fragrance Dog, ja, aus Hamburg hier. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ja, und ihr habt es gesehen, endlich kommt, was heißt endlich? Wenn man sich mal überlegt, ich hätte nie erwartet, dass ich so schnell wieder ein Job Homme vorstellen kann. Weil das Eau de Parfum ist ja, glaube ich, erst ein halbes Jahr alt. Vielleicht noch ein bisschen älter, kann ich nicht genau sagen. Aber lange ist es nicht, wenn man sich überlegt, dass zwischen den Eau de Toilette und den Eau de Parfum zig Jahre liegen. So, und jetzt kommt das Le Parfum. Hier haben wir es. Ja, schaut nice aus, der Saft, ne? Ja, Le Parfum Job Homme. Aber bevor ich auf diesen Duft eingehe, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, abonniert mich, das würde mich natürlich freuen. Drückt die Glocke auch noch, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, mehr muss ich eigentlich auch nicht sagen. Ja, Le Parfum. Ihr habt es ja im Titel gelesen. Bin ich enttäuscht oder nicht? Also erstmal zum Flakon, das Übliche, wir kennen ihn. Und wieder die alte Farbe, wenn man sich das mal überlegt. Das haben wir hier, das Eau de Parfum sah ja noch so aus, klar. Aber die Eau de Toilette Version ist ja etwas pinker. Ja, meinetwegen auch noch mal ganz groß. Oder eben die allererste Auflage mit der Kornblume in super Qualität. Sehr geil. Ja, aber es geht ja um das Le Parfum. Bin ich enttäuscht oder nicht? Ich muss sagen, ja, bin ich. So, und jetzt kommt das. Ne? Okay, man muss auch mal realistisch sein. Wie gesagt, ich sage immer die Wahrheit hier, weil ich möchte, weil ich habe, ganz ehrlich, ihr wisst das, ich habe bis jetzt so viel vorgestellt mit meinen ganzen Videos. Und mindestens 98%, die fast 99%, die meine Sachen gekauft haben, die ich vorgestellt habe, waren zufrieden. Natürlich kann ich kann ja nicht jeden Geschmack treffen. Aber, und nochmal, weil ich immer alles so schön rede, wie viele sagen, ich rede nicht alles schön. Nur, warum soll ich Düfte in meiner Sammlung haben, in meiner großen Sammlung, die Mist sind? Nochmal. Ne? Und dann gibt es ein kleines, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Vorgeschmack. Ich werde diese Woche noch ein Video rausbringen. Ja, ihr habt es gehört, jetzt pass auf, über Düfte, die ich nicht mag. Tja, ihr habt euch gewünscht und tatsächlich, ich werde ein Video machen, das kommt noch diese Woche. Und ja, was heißt, diese Woche ist ja nicht mehr so lange, also bald. Und ja, seid gespannt, auch das gibt es, ja. Und da ist er nicht natürlich unter, nein, da ist er nicht unter, aber ja, ich bin etwas enttäuscht, weil wenn ein Le Parfum, es steht ein Le Parfum da drauf, dann erwarte ich auch sowas, auch von der Qualität. Gleich vorweg, kauft den, vor allen Dingen als Job Homme-Fan. Ich werde ihn auch tragen, darum geht's nicht, aber wir nehmen ihn jetzt mal. Ich finde das Eau de Parfum besser. Das Eau de Parfum darf man nicht vergessen. Hat wirklich ein Geruch an sich, der einfach ein bisschen, was heißt ein bisschen, anders ist. Trotzdem so ein Hintergrund, die DNA, aber nur ein Hintergrund. Und sonst einfach so ein bisschen richtig zimtmäßig, weihnachtlich und so weiter. So, das Original kennen wir. Wir nehmen jetzt mal nicht die mit der Kornblume. Das war richtig Kirsche, richtig schön tief, richtig nice. Vergessen wir das mal. Es ist ja aktuell das auf dem Markt. So, diese Versionen hier, wie auch immer, gibt auch mehrere Batches. Einfach synthetisch, aber trotzdem geil auf die Fresse, mit einer synthetischen Kirschnote, nicht mehr so wie früher. Einfach sehr geil. So, dann kann ich ja irgendwie oder nicht erwarten, ich bin aus dem Grund enttäuscht, weil ich hohe Ansprüche an Job Homme habe. Sollte man vielleicht nicht haben, weil jetzt sagen viele, ja, an Job braucht man nicht so viele Ansprüche. Doch, habe ich, was das angeht. Weil das ein Klassiker ist, der Job Homme. So, und das Eau de Parfum, ich bin super zufrieden mit denen. Das ist richtig was Gutes geworden. So, nun kommt er hier, Le Parfum. Das Ding ist, da ist Lavendel oder soll Lavendel, Iris, Praline, Tonkabohne drin sein. Ja, alles ist schön und gut, guter Sprüher, da muss ich auch gar nichts zu sagen. Dann vorher habe ich viel gelesen, er soll nach Dior Homme Parfüm riechen. So, gleich mal vorweg.
Gleich mal vorweg, weil das einer meiner Signaturdüfte ist. So riecht dieser Duft nicht. Er hat eine leichte, denkt man, Ledernote im Hintergrund, es ist aber kein Leder. So, das Problem, was ich habe, wenn man sowas rausbringt, warum ist es, also wir wissen, dass Job Homme grundsätzlich ein süßer Duft ist. Man könnte auch süße Pleure sagen, viele, ja, es ist immer schon ein süßer Duft gewesen. Aber warum macht man das Le Parfum und jetzt kommt, warum ich enttäuscht bin? So wie die meisten aktuell. So, ich könnte jetzt auch diesen Duft nehmen. Scandal. So, und jetzt kommt's. Kleinen Moment. Ja, er riecht natürlich ein bisschen anders, aber auf der Haut und so ist klar, beim Aussprühen dürft ihr nie sofort gleich testen. Aber Ähnlichkeiten drin. Dazu kommt dann Yves Saint Laurent Y, auch noch ein bisschen so im Hintergrund. Und also wer meint, weil viele meinen, ich bin wirklich mit den groß geworden, mit den Job Homme, wenn viele meinen, der hat einen Hintergrund, vielleicht sind wir nicht einer Meinung, diesmal wirklich nicht, aber wenn viele meinen, dieser Duft hat den alten, da ist der ganz alte, im Hintergrund drin, dann tut mir das leid, das ist nicht so. Da ist die DNA wirklich minimal drin. Das Rest ist eigentlich nur ein süßer Duft. So wie Scandal. Ich habe nichts gegen Scandal. Nur ich versuche das jetzt euch so gut wie es geht, damit ihr das versteht, wie ich das meine. Da weiß ich, dass da was Süßes kommt und so weiter und so fort. Ich weiß auch, dass hier was Süßes kommt. Aber warum so ähnlich? Warum in dieselbe Richtung? Plus Y. Da ist kein Ingwer drin wie bei NY, ne? Das nicht. Aber es hat, ich rieche trotzdem, wenn ich aussprühe für Haut, habe ich das Gefühl, so ein bisschen, dass auch das Y da ist von Yves Saint Laurent. Warum tut man das? Wenn man vorher als Eau de Parfum was ganz anderes Geiles kreiert hat. Ich erwarte eine verbesserte Version von dieser Version. So, er kann ja ein bisschen weggehen von denen, aber nicht komplett in einen süßen Duft, der einfach nur süß ist. Der einfach genauso riecht wie die zig anderen Düfte. Das begreife ich nicht. Das tut mir leid und das enttäuscht mich. Ich werde den benutzen, weil ich auf süße Düfte stehe, ja. Aber es ist es ist kein so wie, manche haben das schon geschrieben mir. Ich habe da noch nicht drauf geantwortet, weil ich ja das Video hier mache. Die geschrieben haben, wow, ich habe lange nichts Geileres gerochen. Ich bitte euch, Leute, ganz ehrlich, da ist was Besseres. Ich bin da ehrlich. Kauft den, er gehört in die Sammlung, wenn ihr vor allen Dingen die anderen habt. Ja, und wenn ihr auf Scandal, ich mache auch Scandal, wie gesagt, ich werde den hier auch benutzen. Der ist soweit als süßer Duft gut, aber als Job Homme, Le Parfum, nicht was anderes erwarten. Kann ich was anderes erwarten, sorry. So, versteht ihr mich? Deswegen ist das auch eine kleine Kritik und ein Real Talk. So, ganz einfach, weil das, also es wird bestimmt ein Elixier noch kommen, weil das ist ja im Moment irgendwie gang und gäbe. Jetzt haben sie wieder was Neues. Le Parfum, nicht mal Parfüm nennen, sondern Le Parfum und dann das Elixier. Genau, das ist genau so ein Ding hier. 1 Million kann sich genau da rein einsortieren. Genau dasselbe, das Ding, das Elixier. Von den Elixier, was ich trage, ja, was auf die Fresse ist, kann ich trotzdem noch ein bisschen was anderes erwarten. Das ist meine Meinung. Weil das hier zu sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Schande ist für diesen Oldschool-Duft hier. Das ist die allererste Auflage mit der Kornblume, ne? Leute, das ist nicht annähernd mit diesem Duft zu vergleichen. Und auch nicht im Hintergrund und auch nicht, was weiß ich wo. Oh, nee. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist süße Plöre einfach. So. Wie gesagt, kennen wir. Auch der ist süß. Aber der hat Charakter, finde ich noch. Das ist genauso wie alle anderen Düfte. Warum macht man das? Vor allen Dingen, ich finde das sehr identisch ein bisschen. So, nicht wenn ihr gleich aufsprüht, dann könnt ihr das nicht vergleichen. Dann riecht jeder Duft anders. Aber es könnte Scandal sein, es könnte Y sein, es könnte 1 Million ein bisschen sein. Also nicht mehr der DNA natürlich, versteht mich nicht falsch. Ne? Ihr wisst ja, auf was ich hinaus möchte. So, und da frage ich mich, was um Gottes Willen soll das? Das ist ein Le Parfum. Tut mir leid. Ich will den nicht, ich werde den unten verlinken, klar. Der gehört in die Sammlung. Das ist nun mal so.
Eau de Toilette, Le Parfum und Eau de Parfum. So, die gehören zusammen. Und wer denn noch den Oldschool-Duft hat, also hier, ich zeige euch das nochmal. So, hier. So, wer die alle hat, plus die Sommer Edition noch, super, gehört auch so. Ne? Kauft den ruhig. Wenn ihr Bock habt auf was Süßes, vielleicht mit der kleinen Job-DNA, die schon vorhanden ist, ja, aber dann eben das üblich Süße. Holt euch den, klar. Ich sag auch gar nicht, wie gesagt, tatsächlich, den werde ich jetzt nicht hinstellen. Ich werde ihn tragen. Ich habe den jetzt, nachdem ich ihn bekommen habe, ausführlich getragen. Jetzt kommen wir mal zur Haltbarkeit. Er ist auch besser in der Haltbarkeit. So. Ich finde, so, das sind 8 Stunden, das ist in Ordnung. Aber der wird schnell, also für die Nase hautnah, für den anderen natürlich nicht, weil man nimmt, das ist Job Homme. Nicht zu vergessen, viele meckern ja auch rum, weil das die 200er Version, die hier auch kaum wahrnehmbar ist. Also Leute, das ist, bei Le Male sage ich das ja auch schon, aber das ist nochmal eine andere Liga. Die Leute, die den tragen, ihr werdet wahrgenommen. Habt ihr keine Angst, dass das nicht so ist? Ich sprühe jetzt hier Job. Ja, wie gesagt, ja. Das ist alles geil. Ich weiß, das sind nicht alle, ich habe noch 2 andere Backups und ich bin voll hiermit. Und dennoch die Sommer Edition. Job Homme ist einfach das Ding. Das wird es auch immer bleiben und deswegen habe ich mich sehr gefreut und freue mich auf die neuen Flanker. Ich freue mich auch, wenn ein Elixier noch kommt oder ein Hoch 3, 4, was auch immer. Auf jeden Fall, trotzdem muss es einfach noch ein bisschen anders werden. Ich sage gleich vorweg, ja, das ist schwer. Das ist schwer. Es ist aktuell schwer. Es gibt Millionen Düfte inzwischen. Aber es gibt Firmen, es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar, die wirklich das noch schaffen, dass ein Duft mal ganz anders riecht wie die ganzen Millionen anderen. So, und ich frage mich, die Leute, die den machen, was schwirrt da oben im Kopf rum? Das ist der Punkt. Nach was gehen die? Oh ja, Scandal finde ich geil, lass mal sowas ähnlich machen. Come on, Job, Alter. Oder beziehungsweise Coty. Das Problem ist ja auch Coty, finde ich. Aber da möchte ich jetzt nichts zu sagen zu Coty, weil es geht ja auch anders, der ist ja nun auch davon und trotzdem gibt es ja Parfümiers, die das machen und ja, der Juice, der Saft sieht schön aus, alles schön und gut. Der Name Le Parfum ist auch alles richtig toll, aber was hier drin ist, von der Qualität vor allen Dingen auch, ist das nicht unbedingt ein Le Parfum. Ich gehe davon aus, dass die Konzentration besser ist und so weiter. Nee, also ganz ehrlich, das ist... Ich brauche das Video nicht machen, ich könnte das nochmal machen, aber warum, das mache ich jetzt. Der steht davor noch und dann kommt der. Tut mir leid. Im Endeffekt ist es sogar, ist er im Grunde jetzt auf dem letzten Platz, ne, klar. Selbst die Sommer Edition ziehe ich vor den, ganz klar. Die riechen besser. Aber nochmal, ich trage ihn, ich werde ihn tragen, ich werde ihn öfters tragen. Jetzt auch noch, weil der Sommer ist ja ein bisschen schwierig. Aber warum man so eine Art 1 Million, Y, Scandal etc. pp. Macht, kann ich nicht nachvollziehen. Mit wirklich vielleicht 15%, wenn das überhaupt hinkommt, DNA mit Job Homme. Und nicht, nochmal, nicht die Urversion. Nicht, ich zeige das jetzt nochmal, nicht diese Version. Nein, nein, nein. Wer die kennt hier, sagt das. Wer das ist nicht so. So. Le Parfum. Wie gesagt, es ist soweit ein Duft, der okay ist. Ganz einfach okay ist. Ich gebe den eine 7,5 Punkt. Kann sein, dass ich den irgendwann noch anders wahrnehme. Aber ich habe ihn jetzt ausführlich getestet, getragen, über Nacht, am Tag und so weiter. Und deswegen sage ich, soweit wie es ist. Ich bin froh, ihn zu haben, ganz klar. Er gehört da rein, ich werde ihn tragen. Ich muss das sagen so oft, weil ihr versteht das sonst vielleicht falsch. Also, ne, deswegen. Ich bin einfach deswegen ein bisschen enttäuscht. Vielleicht könnt ihr mich verstehen. Schreibt das mal unten in die Kommentare und ernsthaft. Wirklich ernsthaft, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Duft haltet. Jetzt nicht auseinandernehmen oder sagen, der ist scheiße, das ist Müll, das ist dies. Leute, nicht übertreiben, das nicht. Aber seid ihr wirklich zufrieden mit dieser DNA, die es so viel gibt? Warum das? Warum das?
Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.